Wer Matthias Klusmann aufsucht, hat in der Regel hohe Schulden. Durchschnittlich 50.000 Euro. Der Frankfurter Schuldnerberater ist derzeit so gefragt wie nie zuvor. Alle, die zu mir kommen, haben diesen Mix aus hoher Inflation, hohen Energiepreisen, steigenden Mieten und mehr oder minder gleichem Einkommen. Und selbst wenn ich 3% Gehaltserhöhung kriege, dann greift als erstes mal das Finanzamt sich wieder davon seinen Teil ab. Das heißt, das reicht nicht aus bei den Kosten. Hinzu kommen bei vielen gleich mehrere Kredite, die parallel zurückgezahlt werden müssen. Konsumschulden wie die Finanzierung von Auto, Urlaub, Haushaltsgeräten. Und da merkt der ein oder andere, dass das Geld entweder für die Energierechnung reicht oder aber um den Bankkredit zurückzuführen oder die Kreditkarte. Und es gibt ja Leute, bei denen es knapp gebaut ist, die 2 oder 3 Kreditkarten haben und damit versuchen zu jonglieren, um permanent irgendwelche Lücken zu stopfen. Nur wenn permanent was Neues dazukommt, dann funktioniert es halt nicht mehr. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Schufa geht rund 1/3 der Befragten davon aus, dass ihr Einkommen nicht ausreichen werde, um ihren Lebensstandard zu halten. Eine Entwicklung, für die der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Andreas Hacketal eine Erklärung hat. Die Vorstellung, dass das Einkommen der Gesellschaft irgendwie so verteilt ist, mit einem großen Teil in der Mitte, das war noch nie wirklich so. Aber mittlerweile verschiebt sich das Ganze doch deutlich. Wir haben so einen kleinen Hügel in der Mitte, aber das ist mittlerweile eine untere Mittelschicht. Das sind Einkommen zwischen 2.000 und 3.000 Euro für den ganzen Haushalt. Da reicht häufig selbst der 8-Stunden-Tag oder 2 verdienende Haushaltsmitglieder nicht, um ein ordentliches Leben führen zu können. Da in der Tat, das driftet ab und das ist gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich einen ordentlichen Teil der Gesellschaft, 15%, die haben mehr als 5.000 Euro im Monat. Denen geht es richtig, richtig gut. Und zwischendrin haben wir so einen Zwischenbereich. Das heißt, da in der Tat, wenn man allein auf diese Kurve schaut, sehen wir eine Kluft, die weit auseinander geht. Die Zahl der Einkommensmillionäre in Hessen steigt. Gleichzeitig war die Armut noch nie so hoch. Jeder 12. hessische Erwachsene ist überschuldet, kann seine Rechnungen dauerhaft nicht bezahlen. In vielen Fällen, denke ich, hätte die Bank die finanziellen Verhältnisse ein wenig genauer betrachtet, hätte sie merken müssen, dass sie diesen Kredit niemals hätte genehmigen dürfen und eben erst recht nicht zur Auszahlung hätte bringen dürfen. Ich hatte auch schon den Fall, ich will die Bank jetzt nicht nennen, wo wir diese Bank als Gläubiger erfasst hatten, standen in Verbindung schriftlich mit dieser Bank bezüglich Forderungsaufstellung und außergerichtlichem Schuldenbereinigungsplan. Und die Mandantin bekam von exakt dieser Bank ein Schreiben, dass sie aufgrund der langjährigen Treue und weil sie gute Kundin ist, jetzt einen zusätzlichen Kredit beantragen kann. Wo ich mich frage, sag mal, wie geht das? Bei dem Namen müssen doch sämtliche roten Lampen gleichzeitig aufleuchten. Matthias Klusmann will seinen Mandanten einen schuldenfreien Neuanfang ermöglichen. Für die allermeisten bedeutet das Verbraucherinsolvenz, umgangssprachlich auch Privatinsolvenz genannt. Der Schuldner lernt keinen Richter kennen, es gibt keine Gerichtsverhandlung, das Verfahren läuft im Hintergrund. Er gibt jeden Monat seine Gehaltsabrechnung in Kopie an den Insolvenzverwalter. Gemäß Pfändungstabelle wird der pfändbare Anteil einbehalten und ich bekomme nach 3 Jahren die Restschuldbefreiung. Das heißt, ich habe einen Schlussstrich unter diese Vergangenheit gezogen und ich kann eigentlich heute schon sauber in die Zukunft gucken, weil 3 Jahre zügig rumgeht. Doch so weit muss es nicht kommen. Matthias Klusmann empfiehlt, sich frühzeitig professionelle Hilfe zu holen. Für Schulden müsse sich niemand schämen, schon gar nicht in den aktuellen Zeiten.